So. Max und Moritz. Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen? Wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen, die, anstatt durch weise Lehren sich zum Guten zu bekehren, oftmals noch darüber lachten und sich heimlich lustig machten. Ja, zur Übeltätigkeit, ja, dazu ist man bereit. Menschen necken, Tiere quälen, Äpfel, Birnen, Zwetschgen stehlen. Das ist freilich angenehmer und dazu auch viel bequemer, als in Kirche oder Schule festzusitzen auf dem Stuhle. Aber wehe, 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 wenn ich auf das Ende sehe. Ach, das war ein schlimmes Ding, wie es Max und Moritz ging. Drum ist hier, was sie getrieben, abgemalt und aufgeschrieben. Erster Streich. Hier. Mhm. Erster Streich. Manche gibt sich viele Mühe mit dem lieben Federvieh. Wie? Eines Teils der Eier wegen, welche diese Vögel legen. Zweitens, weil man dann und wann eine Braten essen kann. Ja, weiter, Schatz. Drittens aber nimmt man auch ihre Federn zum Gebrauch. In die Kissen und die Pfühle, denn man liegt nicht gern kühle. Seht, da ist die Witwe Bolte, die das auch nicht gern wollte. Ihre Hühner waren 3 und eine stolze Hahn dabei. Max und Moritz dachten nun, was ist hier jetzt wohl zu tun? Ganz geschwinde, 1, 2, 3, schneiden sie sich Brot entzwei. In 4 Teil jedes Stück, wie eine kleine Finger dick. Diese binden sie an Fäden, übers Kreuz ein Stück an jeden und verlegen sie genau in den Hof der guten Frau. Kaum hat diese der Hahn gesehen, fängt er auch schon an zu krähen. Kikariki, kiki, keriki. Tak, 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 da kommen sie. Hahn und Hühner schlucken munter jedes ein Stück Brot hinunter. Aber als sie sich besinnen, konnte keines recht von ihnen. In die Kreuz und in die Quer reißen sie sich hin und her, flattern auf und in die Höhe, ach herrje Mine. Ach, sie bleiben an dem langen, dürren Ast des Baumes hangen. Und ihr Hals wird lang und länger, ihr Gesang wird bang und bänger. Jedes legt noch schnell ein Ei und dann kommt der Tod herbei. Witwe Bold in der Kammer hörte im Bett diesem Jammer. Ahnungsvoll tritt sie heraus, ach, was war das für eine Graus. Fließt aus dem Aug ihr Tränen, all mein Hoffen, all mein Sehnen. Meines Lebens schönster Traum hängt an diesem Apfelbaum. Tief betrübt und sorgenschwer kriegt sie jetzt das Messer her, nimmt die Töten von den Strängen, dass sie so nicht länger hängen. Und mit stummem Traublick kehrt sie in ihr Haus zurück. Dieses war der erste Streich, doch der zweite folge sogleich. Zweiter Streich, als die gute Witwe Bolte sich von ihrem Schmerze erholte, dachte sie so hin und her, dass es wohl das Beste wär. Die Verstorbenen, die
die hienieden schon so früher abgeschieden, ganz im Stillen und in Ehren gut gebraten zu verzehren. Freilich war die Trauer groß, als sie nun so nackt und bloß abgerübte am Herd lagen, sie, die einste in schönen Tagen bald im Hofe, bald im Garten, lebensfroh im Saaten scharrten. Ach, Frau Bold weint aufs Neu, und der Spitz steht auch dabei. Max und Moritz rochen dieses, schnell aufs Dach gekrochen hieß es. Durch den Schornstein mit Vergnügen sehen sie die Hühner liegen, die Schöne ohne Kopf und Gurgel, lieblich in der Pfanne schmurgeln. Eben geht mit einem Teller Witwe Bold in den Keller, dass sie von dem Sauerkohl eine Portion sich holt, wofür sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt. Unterdessen auf dem Dache ist man tätig bei der Sache. Max hat schon mit Vorbedacht eine Engel mitgebracht. Schnuppdiwupp, da wird nach oben schön ein Huhn heraufgehoben. Schnuppdiwupp, jetzt Nummer 2. Schnuppdiwupp, jetzt Nummer 3. Und jetzt kommt noch Nummer 4. Schnuppdiwupp, dich haben wir. Zwar, der Spitz sah es genau, und er bellt Rauwau, Rawau. Aber schon sind sie ganz munter, vor und von dem Dach herunter. Na, das wird Spektakel geben. Denn Frau Bolte kommt soeben, angewurzelt stand sie da. Als sie nach der Pfanne sah, alle Hühner waren fort. Spitz, das war ihr erstes Wort. Oh, du Spitz, du Ungetüm, aber warte, ich komme ihm. Mit dem Löffel groß und schwer geht es über Spitzen her. Laut ertönt sein Wehgeschrei, denn er fühlt sich schuldenfrei. Max und Moritz im Verstecke schnarchen aber an der Hecke. Und vom ganzen Hühnerschmaus guckt noch einem Bein heraus. Dieses war der zweite Streich, doch der dritte folgt sogleich. Dritter Streich. Jedermann im Dorfe kannte einen, der sich Böcke benannte. Alltagsröcke, Sonntagsröcke, lange Hosen, spitze Fräcke, Westen mit bequemen Taschen, warme Mäntel und Gamaschen. Alle diese Kleidungssachen wugt schneiden Böck zu machen. Oder wäre was zu flicken, abzuschneiden, anzustücken. Oder gar ein Knopf der Hose abgerissen oder lose. Wie und wo und wann es sei, hinten vorne eine Erleihe. Alles macht der Meister Böck, denn das ist so Lebenszweck. Drum so hat in der Gemeinde jedermann ihn gern zum Freunde. Aber Max und Moritz dachten, wie sie ihn verdrießlich machten, nämlich vor des Meisters Hause floss ein Wasser mit Gebrause. Übers Wasser führt ein Steg, und darüber geht der Weg.
Max und Moritz gar nicht träge, sägen heimlich mit der Säge. Ratze voll Tücke in die Brücke eine Lücke. Als nun diese Tat vorbei, hört man plötzlich ein Geschrei. He, heraus, du Ziegenböck, Schneider, Schneider, Meck, Meck, Meck. Alles konnte Böck ertragen, ohne nur ein Wort zu sagen. Aber wenn er diese erfuhr, ging's ihm wieder die Natur. Schnell springt er mit der Ehle über seines Häuses Schwelle. Denn schon wieder ihm zum Schreck tönt ein lautes Meck, Meck, Meck. Und schon ist er auf dem Brück, kracks, die Brück bricht in Stück. Wieder tönt es Meck, Meck, Meck. Plumps, das ist der Schneider weg. Grad als dieses vorgekommen, kommt eine Gänsepaar geschwommen, welches Böck in Todeshast krampfhaft bei den Beinen fasst. Beide Gänse in der Hand flattert er auf trockenes Land. Übrigens, bei alledem ist so etwas nicht bequem. Wie den Böck von dem Geschicht auch dem Magendrücken kriegte. Hoch ist hier Frau Beck zu preisen, denn ein heißes Bügeleisen auf den kalten Leib gebracht, hat es wieder gut gemacht. Bald im Dorf hinunter, hieß es, Böck ist wieder munter. Dieses war der 3. Streich, doch der 4. Folge sogleich. 4. Streich. Also lautet ein Beschluss, dass der Menschen was lernen muss. Nicht allein das ABC bringt den Menschen in den Höhe. Nicht allein im Schreiben lesen übt sich ein vernünftig Wesen. Nicht allein in Rechnungssachen soll der Menschen sich Mühe machen, sondern auch der Weisheit lehren muss man nicht Vergnügen hören. Dass dies mit Verstanden geschah, war Lehrer Lempel da. Max und Moritz, diese beiden, mochten ihn darum nicht leiden, denn wer böse Streiche macht, gibt nicht auf den Lehrer Acht. Nun war dieser brave Lehrer von den Tobak eine Verehrer, was man ohne alle Frage nach des Tages Mühe und Plage einem guten alten Mann auch von Herzen gönnen kann. Max und Moritz unverdrossen, sinnen aber schon auf Posen, ob vermittelst seiner Pfeifen dieser Mann nicht anzugreifen. Einstens, als es Sonntag wieder und er Lempelbrau und Bieder in der Kirche mit Gefühle saß vor seinen Orgelspiele. Schlichen sich den bösen Buben in seines Haus und seine Stuben, wo die Meerschaumpfeife stand. Max hält sie in seine Hand, aber Moritz aus der Tasche zieht den Flintenpulverflasche. Und geschwinde Stopf, 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 Pulver in den Pfeifenkopf. Jetzt nur still und schnell nach Haus, denn schon ist die Kirche aus. Eben schließt in sanfter Ruhe Lempel seine Krische zu. Und mit
Buch- und Notenheften nach besorgten Amtsgeschäften, lenkt er freudig seine Schritt zu der heimatlichen Hütte. Und voll Dankbarkeit sodann zündet er seine Pfeifchen an. Ach, spricht er, die größte Freude ist doch die Zufriedenheit. Rums, da geht die Pfeif los, mit Goethes schrecklich groß. Kaffeetopf und Wasserglas, Tabaksdose, Tintenfass, Ofentisch und Sorgensitz, alles fliegt in Pulverblitz. Als der Dampf sich nun erhob, sieht man Lempel, der Gottlob lebend auf dem Rücken liegt, doch er hat was abgekriegt. Nas, Hand, Gesicht und Ohren sind so schwarz als wie die Mohren, und des Haares letzter Schopf ist verbrannt bis auf den Kopf. Wer soll nun die Kinder lehren und die Wissenschaft vermehren? Wer soll nun für Lempeleiten seine Amtestätigkeiten? Woraus soll der Lehrer rauchen, wenn die Pfeife nicht zu brauchen? Mit der Zeit wird alles heil, nur die Pfeife hat ihre Teil. Dieses war der 4. Streich, doch der 5. Folge sogleich. 5. Streich. Wer im Dorfe oder Stadt einen Onkel wohnen hat, der sei höflich und bescheiden, denn das mag der Onkel leiden. Morgens sagt man Guten Morgen. Haben Sie was zu besorgen? Bringt ihm, was er haben muss, Zeitung, Pfeife, Fied, Bus. Oder sollt es wo im Rücken drücken, beißen oder zwinken. Gleich ist man mit Freudigkeit Dienst beflissen und bereit. Oder sei's nach einer Prise, dass der Onkel heften niesen, ruft man Prosit also gleich, danke, wohl bekomme es euch. Oder kommt er spät nach Haus, zieht man ihm die Stiefel aus, holt Pantoffel, Schlafrock, Mütze, dass er nicht im Kalten sitze. Kurz, man ist darauf bedacht, was dem Onkel Freude macht. Max und Moritz ihrerseits fanden darin keinen Reiz. Denkt euch nur, welche schlechten Witz machte sie mit Onkel Fritz. Jeder weiß, was so ein Maikäfer für ein Vogel sei. In den Bäumen hin und her fliegt und kriecht er und krabbelt er. Max und Moritz immer munter schüttelt sie vom Baum herunter. In die Düte von Papiere sperren sie die Krabbeltiere. Fort damit und in die Ecke unter Onkel Fritz' Decke. Bald zu Bett geht Onkel Fritz in der spitzen Zipfelmütze. Seine Augen macht er zu, hüllt sich ein und schläft in Ruhe. Doch die Käfer, Kratze kommen schnell aus der Matratze. Schon fasst einer der voran Onkel Fritzens Nase an. Bau, schreit er, was ist das hier? Und er fasst das Ungetier. Und den Onkel voller Grausen sieht man aus dem Bett sausen. Autsch, schon wieder hat er einen im Genicke an den Beinen. Hin und her
und rundherum kriecht es, fliegt es mit Gebrumm. Onkel Fritz in dieser Not haut und trampelt alles tot. Guckst wohl, jetzt ist vorbei mit der Käferkrabbelei. Onkel Fritz hat wieder Ruhe und macht seine Augen zu. Dieses war der 5. Streich durch die 6. Folge sogleich. 6. Streich. In der schönen Osterzeit, wenn die frommen Bäckerslaut viele süße Zuckersachen backen und zurechtmachen, wünschten Max und Moritz auch sich so etwas zum Gebrauch. Doch der Bäcker mit Bedacht hat das Bäckerhaus zugemacht. Also will hier einer stehlen, muss er durch der Schlote sich quälen. Ratsch! Da kommen die 2 Knaben durch den Schornstein, schwarz wie Raben. Puff! Sie fallen in die Kist, wo das Mehl darin ist. Da, nun sind sie alle beide rundherum so weiß wie Kreide. Aber schon mit viel Vergnügen sehen sie die Brezeln liegen. Knacks, da bricht der Stuhl entzwei, schwapp, da liegen sie im Brei. Ganz von Kuchenteig umhüllt, stehen sie da als Jammerbild. Gleich erscheint der Meisterbäcker und bemerkt die Zucker lecker. 1, 2, 3, he, manns gedacht, sind 2 Brote draus gemacht. In den Ofen glüht es noch, ruf damit ins Ofenloch. Ruf, man zieht sie aus der Glut, denn nun sind sie braun und gut. Jeder denkt, die sind perdu, aber nein, noch leben sie. Knusper, knasper, wie 2 Mäuse, fressen sie durch das Gehäuse. Und der Meisterbäcker schrie, ach je, ach herrje, da laufen sie. Dieses war der 6. Streich, doch der letzte folgt sogleich. Letzter Streich. Max und Moritz, wehe euch, jetzt kommt euer letzter Streich. Wozu müssen auch die beiden Löcher in die Säcke schneiden? Seht, da trägt der Bauer Mecke einen seinen Maltersäcke. Aber kaum, dass er von hinnen, fängt das Korn schon an zu rinnen. Und verwundert steht und spricht er, Zaperments, dat Ding werde lichter. Hei, das sieht er voller Freud, Max und Moritz im Getreide. Raps, in seinen großen Sack schaufelt er das Lumpenpack. Max und Moritz wird es schwüle, denn nun geht es nach der Mühle. Meister Müller, he, heran, mal er das so schnell er kann. Her damit, und in der Trichter schüttelt er die böse Wichter. Ricke, geht die Mühle mit Geknacke. Hier kann man sie noch erblicken, fein geschroten und in Stücken. Doch sogleich verzerrte sie Meister Müllers Federvieh. Als man diesem Dorf erfuhr, war von Trauer keine Spur. Witwe Bold, mild und weich, sprach sie, dass ich dacht's gleich.
Ja, 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 rief Meister Böck. Bosheit ist kein Lebenszweck. Drauf so sprach Herr Lehrer Lempel, dies ist wieder ein Exempel. Freilich, meint der Zuckerbäcker, warum ist der Menschen so lecker? Selbst der gute Onkel Fritz sprach, das kommt von dumme Witze. Doch der brave Bauersmann dachte, was geht mich das an? Kurz im ganzen Ort herum ging ein freudiges Gebrumm. Gott sei Dank, nun ist's vorbei mit der Übeltäterei.